Ja, hallo zusammen zurück bei der Videoserie zum Wemos D1 Mini. Es tut mir leid, dass es eine etwas längere Corona-bedingte Pause gab und ich hoffe, es geht euch gut. Wir wollen heute anschauen, wie wir auf dem Wemos D1 Mini MicroPython installieren können. Und dazu benötigen wir natürlich ein Wemos D1 Mini mit einem Micro-USB-Kabel und einen PC oder Notebook. Bei der Installation werde ich so vorgehen, dass wir Python installieren und bei Windows benötigen wir noch einen USB-Treiber, damit das Wemos D1 Mini auch erkannt wird. Und dann benötigen wir ein Terminal und bei Mac und Linux kann man einfach das integrierte Terminal verwenden und bei Windows ist PuTTY sehr nützlich. Und mit dem ESP-Tool können wir dann MicroPython auf den Chip installieren bzw. flashen. Ich werde die Installation auf Windows durchführen und dann auch auf Linux. Und für Mac OS X habe ich ein paar Links in die Videobeschreibung gemacht und die ist aber sehr ähnlich eigentlich zur Installation bei Linux. Also, jetzt werden wir die Installation auf Windows 10 durchführen. Dazu installiere ich zuerst den USB-Treiber, damit das Wemos auch vom Windows per USB erkannt wird. Der Link ist in der Videobeschreibung zum Download dieses Treibers. Das dauert jetzt ein bisschen. So, jetzt ist das fertig. Okay, dann können wir das wieder schließen. Und als nächstes installieren wir Python. Genauer genommen Python 3. Und bei dieser Installation ist sehr wichtig, dass wir hier Python to Path hinzufügen. Das macht es dann später einfacher, um die Firmware von MicroPython auf den Chip zu flashen. So, dann können wir das Install Now. So, gut, dann ist das auch schon fertig. Und ja, hier können wir eigentlich Disable Path Length Limit, das können wir auch machen. Falls das je ein Problem sein sollte, dann können wir das schließen. Und als letztes noch PuTTY installieren. PuTTY ermöglicht es einfach, dass wir mit dem Wemos D1 Mini kommunizieren können über USB. Diese Dateien brauchen wir alle nicht mehr. Genau, und als nächstes müssen wir noch das ESP-Tool installieren. Und das können wir über die Eingabeaufforderung, die findet sich unter Windows-System. Und dann können wir hier eingeben pip install ESP-Tool. Dann wird ESP-Tool installiert. Und jetzt benötigen wir noch die Version von MicroPython, die wir dann flashen können. Und die finden wir auf micropython.org. Da haben wir hier unter Download, können wir die jeweilige Version auswählen. Und wir haben hier ein ESP8266 Board, das Wemos D1 Mini. Und das finden wir hier unten. Brauchen wir diese Version von MicroPython. Und unser Chip hat 2 MB oder mehr Flash. Und ich nehme jetzt hier einfach die letzte Version, die nicht unstable ist.
Genau, und jetzt haben wir ESP-Tool installiert. Jetzt können wir die Firmware auf dem Chip flashen. Und die Firmware haben wir heruntergeladen von micropython.org. Und die befindet sich im Download-Ordner, also wechseln wir in diesen Download-Ordner. Und als erstes wollen wir den Chip Flash löschen und das können wir mit diesem Befehl machen, da rufen wir ESP-Tool auf dem Port, wo sich der Chip befindet, am Serial-Port über USB und dann mit dem Befehl Erase Flash wird der Flash gelöscht. Das können wir mit Enter bestätigen und dann wird hier der ESP8266 erkannt. So, nun ist der Flash leer und wir können mit dem ESP-Tool die Firmware installieren. Dazu müssen wir nochmal ESP-Tool laden auf dem seriellen Port 1 und die Botrate habe ich den niedrigsten Wert gewählt. Und mit Write Flash können wir dann die Firmware flashen, die im Download-Ordner sich befindet. Und dann wird der Chip erkannt und die Firmware wird auf dem ESP8266 installiert. Das dauert jetzt ein wenig. Mit einer höheren Botrate würde das etwas schneller gehen, aber je nachdem gibt es dann eine Fehlermeldung. Und vielleicht klappt es bei euch auch nicht beim ersten Mal, dann müsst ihr einfach vielleicht nochmal den Flash löschen und nochmals diesen Befehl ausführen. Dann sollte eigentlich hier dann mit diesem Writing, dieser Prozentangabe, sollte dann der Installationsprozess sichtbar sein. So, nun ist das fertig und wir haben MicroPython auf dem Wemos D1 Mini installiert. Das können wir jetzt noch testen, indem wir uns mit dem ESP per PuTTY verbinden. Da wählen wir den seriellen Verbindungstyp und der Speed ist wieder diese Botrate und dann können wir hier mit Open, genau, und jetzt sehen wir hier schon, wir sind verbunden eben mit dem ESP-Modul, mit dem ESP8266 Chip. Und darauf ist MicroPython installiert. Und hier sehen wir dann auch diesen Python-Prompt und dann vielleicht müsst ihr euch einfach nochmals verbinden. Bei mir hat jetzt die Eingabe nicht funktioniert vorhin. Und dann können wir hier mal einen Befehl ausführen. Das bekannteste Programm. Genau, das funktioniert. Hello World. Genau, so. Und jetzt haben wir eigentlich die Möglichkeit, mit Python zu programmieren und direkt auf diesen Chip. Da werden die Befehle aus PuTTY über den seriellen Port an den Chip geschickt und dort ausgeführt. Und der Output wird dann wieder zurück über PuTTY für uns dargestellt. Jetzt werde ich die Installation noch unter Ubuntu durchführen und ihr werdet sehen, das ist ein bisschen einfacher als unter Windows und für Mac OS X ist es ähnlich. Zuerst installieren wir Python 3 und das dazugehörige pip, um dann ESP-Tool zu installieren. Und zusätzlich benötigen wir noch PyCocom, um dann zu testen, ob auf dem Chip auch wirklich MicroPython installiert ist. Ich habe das schon auf dem PC installiert, deshalb wird hier auch nichts heruntergeladen. Und nun können wir mit folgendem Befehl über pip das ESP-Tool installieren. Und das habe ich auch schon drauf. Und um nun die Firmware zu flashen, müssen wir die zuerst noch herunterladen von micropython.org. Finden wir unter Download den entsprechenden Chip, den 8266 Chip, und ich nehme hier die letzte Version, bevor es unstable wird, für Chips mit 2 MB oder mehr Flash. Datei speichern und dann können wir das auch schon flashen. Und zuerst verbindet ihr am besten das Wemos D1 Mini mit dem Micro-USB-Kabel mit dem PC. Dann könnt ihr mit ESP-Tool vor der Firmware-Installation zuerst den Flash löschen.
Das könnt ihr mit folgendem Befehl. Der Port ist dieser USB-Port. Mit Erase Flash könnt ihr dann den Flash löschen. Da wird auch schon der Chip erkannt und dann dauert das ein wenig und da wird der Flash gelöscht. Und jetzt könnt ihr auch schon die Firmware flashen. Da wechseln wir zuerst aber in den Download-Ordner und mit folgendem Befehl könnt ihr dann die Firmware flashen. Das ist wieder dieser USB-Port. Dann mit einer Bootrate, mit Write Flash könnt ihr dann die Firmware flashen. Mit Enter bestätigen und dann seht ihr auch schon, dass der WMOS D1 Mini zu blinken beginnt, beziehungsweise die blaue LED. Und nach einer Zeit ist dann das auch installiert. Genau, jetzt ist das fertig und die Firmware ist auf dem WMOS D1 Mini installiert. Und jetzt können wir das mit PyCocom testen, ob wir auch MicroPython auf dem Chip haben. Und dazu dient folgender Befehl. Dieses PyCocom auf dem USB-Port mit einer Bootrate, mit Enter bestätigen und dann nochmals Enter und dann seht ihr auch schon den Python-Prompt. Das heißt, es läuft MicroPython auf dem Chip. Da können wir jetzt mit einem einfachen Programm testen, ob das auch funktioniert. Mit Hello World, mit Enter bestätigen und dann sehen wir schon, der Chip gibt uns Hello World zurück. Und so können wir jetzt den Chip mit MicroPython programmieren.